Werft eure alten Plastikflaschen bloß nicht weg. Schaut mal, was ich daraus gezaubert habe. Ein kleiner Austernpilz-Urwald, der unglaublich kräftig gedeiht. Es ist kaum zu glauben, dass all diese frischen Pilze auf recycelten Materialien direkt in meiner Küche gewachsen sind. Das Ergebnis hat meine Erwartungen wirklich übertroffen. Das müsst ihr unbedingt selbst ausprobieren. Fangen wir an. Zuerst lösen wir das Pilzschutzmittel Trichoderma in Wasser auf. Achtet darauf, dass sich das Pulver vollständig auflöst, damit eine gleichmäßige Lösung entsteht. Danach weiche ich trockenes Stroh in dieser Flüssigkeit ein. Das hilft dabei, Bakterien und wilde Fremdpilze zu eliminieren. Gleichzeitig fördert es den biologischen Abbau, was die perfekte Grundlage für ein kräftiges Myzellwachstum und eine optimale Ernte schafft. Wenn das Stroh goldgelb glänzt, geschmeidig ist und diesen ganz typischen frischen Geruch hat, ist das Substrat bereit. Nehmt es heraus und lasst es sehr gut abtropfen. Diese Plastikflaschen werden nun zu einem kleinen Gewächshaus für unsere Pilze. Ich benutze einen Lötkolben, um gleichmäßige Belüftungslöcher in den Flaschenkörper zu schmelzen. Diese Öffnungen sind lebenswichtig, um die Luftfeuchtigkeit IBIA am Inneren später perfekt zu regulieren. Wie ihr wisst, reagieren Austernpilze extrem sensibel auf die richtige Feuchtigkeit. Ich setze zudem ganz gezielt 3 bis 4 größere Löcher mit etwa 3 cm Durchmesser. Das sind die Ausgänge, durch die die Pilzbündel später ganz natürlich und kräftig nach draußen wachsen können. Das hier ist unsere Pilzbrut. Ich schüttle sie nun vorsichtig in eine Schale, um sie für das Beimpfen vorzubereiten. Ich beginne damit, die erste Schicht Pilzbrut auf den Boden der Flasche zu streuen. Darauf folgt eine Schicht des vorbereiteten Strohs in der passenden Dicke. Eigentlich ganz einfach, oder? Jetzt machen wir geduldig weiter und schichten abwechselnd, bis die Flasche voll ist. Bei dieser Flaschengröße ergeben sich meistens etwa 8 Schichten aus Pilzbrut und Stroh. Zum Abschluss decke ich die Öffnung mit einer transparenten Folie ab. Das speichert die Wärme, verhindert das Austrocknen und schützt vor Keimen von außen. In die Mitte der Folie schneide ich einen kleinen Schlitz und verschließe ihn mit einem feuchten Wattebausch. Dies ist der Ort, der die erste Feuchtigkeit liefert und an dem auch die ersten Pilze erscheinen werden. Fertig? Jetzt müssen wir die Flaschen nur noch an den 3 Haltepunkten mit Haken fixieren . Und an einem luftigen Ort aufhängen. Es gibt noch ein kleines, aber entscheidendes Geheimnis. Austernpilze dürfen niemals direkt gegossen werden. Benutzt stattdessen eine Sprühflasche, um einen ganz feinen Nebel um die Pilze herum zu erzeugen. Zu starkes oder direktes Gießen führt zu Staunässe, was die jungen Pilzansätze faulen lässt. Brüht etwa 3-mal täglich. Und jetzt heißt es, geduldig abwarten.
Seht ihr das? Das Mützel hat das gesamte Substrat weiß eingefärbt. Das ist der Moment, in dem ich den Wattebausch entferne, damit die Pilze Platz zum Wachsen haben. Vergesst nicht, die Luftfeuchtigkeit weiterhin täglich aufrechtzuerhalten. Einfach herrlich. Die ersten kräftigen Pilzköpfe sind nun offiziell zu sehen. Schon beim bloßen Anblick verfliegt jede Müdigkeit, ein wirklich toller Anblick. In dieser Phase brauchen die Pilze mehr Feuchtigkeit als je zuvor, also erhöht das Sprühen auf 5-mal am Tag. Die ausreichende Wasserzufuhr lässt die Pilze schnell wachsen und sorgt dafür, dass sie zart bleiben. Endlich ist der Moment gekommen, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Hunderte schneeweiße, pralle Pilzhüte drängen sich voller Energie nach draußen. Wenn die Hüte voll entfaltet sind und die Ränder langsam dünner werden, dann ist das das sicherste Zeichen für eine erfolgreiche und reiche Ernte. Kommt, lasst uns diese Schätze der Natur jetzt gemeinsam ernten.